Wir sind noch ein Spiel entfernt vom Champions League Finale. Heute das Rückspiel gegen Inter Mailand. Wir gehen mit einer Hypothek ins Spiel. 2-1 hat Inter knapp im Hinspiel gewonnen. Heute wieder die beste Elf, nachdem ich gegen Heidenheim ja ein bisschen umgestellt habe. In der Bundesliga haben wir im nächsten Spiel gegen die Bayern die Chance, aus eigener Kraft schon deutscher Meister zu werden, weil die Bayern nur unentschieden gespielt haben. Und wir haben 2 Punkte Vorsprung. Und jetzt gehen wir mit dem Schwung rein ins Rückspiel. Und wir haben die erste Chance. Lennart Kahl hat sie. Und der nutzt diese. Frühstart. Nicht mal 5 Minuten gespielt. Und das Stadion geht aus dem Sattel. Die Leute gehen aus dem Sattel. Das Stadiondach, was gar nicht vorhanden ist, fliegt weg. Und das frühe 1:0. So wichtig in diesem Spiel. Wir nehmen im Sommer alles mit. Wir saugen alles auf. Wir nehmen hier das ganze Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein mit. Wir können jetzt nämlich 2 Titel gewinnen. Das sind jetzt die entscheidenden Spiele. Um mit dieser jungen, entwicklungsfähigen Truppe schon mal 2 Titel nach Duisburg zu holen. So, der frühe Schock also für Inter. Aber ich habe gelernt aus dem Rückspiel, wir haben auch gesehen, die sind so abgezockt. Die haben so abgezockte Leute drin. Boniface, Esposito unter anderem, Barella. Die können zu jeder Zeit des Spiels wieder zurückschlagen. Aber vielleicht beißen die sich auch heute mal in unserer Verteidigung aus. So wie wir gegen Heidenheim in der ersten Halbzeit. Das war wirklich, wirklich schwach. Vielleicht ist es heute Inter Mailand. Wir spielen richtig gut. Der Ball läuft gut und flüssig. Kahl gegen Bissek. Mensah, Kusiasare wird geblockt. Schießt sich auch schon mal warm für das Spiel gegen die Bayern. Aber Achtung, Inter kommt. Esposito gut ins Abseits gestellt. Und Reed kommt durch gegen Corbijn. Flanke kommt, Barella jetzt gegen Ott. Ott ist da, klärt den Ball. Sehr, sehr gut gemacht. Wir brauchen natürlich auch das heute. Wir brauchen eine funktionierende Verteidigung, die möglichst nichts zulässt im Idealfall. Und das sieht schon mal viel besser aus als gegen Heidenheim, weil wir halt auch das Tor gemacht haben, so früh in der Begegnung. Corbijn, Mensah, das sieht sehr, sehr gut aus. Mensah, von der Hitz, ist leider ein Schritt zu langsam, aber macht nichts. Es sieht gut aus. Auf der anderen Seite natürlich, wenn Inter 1 macht, müssen wir auch wieder. Also, noch haben wir nichts erreicht. Wir haben erstmal das Spiel ausgeglichen und würden in die Verlängerung gehen. Ja, und Inter, die brauchen. Die sind irgendwie noch nicht drin im Spiel. Gut für uns. Und das sieht auch noch richtig gut aus hier. Flüssig und direkt. Die Kombination, die klappen. Kusiasare, kriegt er nicht verlängert. Aber Avaziem ist da. Auch so jemanden brauchst du jetzt in der entscheidenden Phase der Saison. So einen ganz, ganz erfahrenen Hasen, der da hinten die Verteidigung zusammenhält. Esposito, Barella ist auch wieder am Abseits. Wir machen das wirklich gut. Die rücken in den entscheidenden Momenten hinten raus. So hat Inter gar keine Chance, hinter die Abwehr zu spielen. Lennart Kahl kommt. Oh, schöner Ball. Mit dem Außenriss. In einem anderen Spiel wäre er wahrscheinlich angekommen. Nochmal. Lennart Kahl. Oh, wird fair. Sauber getrennt und es gibt die Ecke. Schaut euch das an. Grandios. Da fehlt eigentlich noch ein 3. Rang. Mensah mit der Ecke. Avaziem kommt ran. Mensah ist nicht im Abseits. Hat er gut gesehen. Oh, der ist zu lang, der Ball. Von der Hitz kommt aber ran und Corbijn auch. Okay, ich wusste gar nicht, dass der so gut schießen kann. Nächster Eckball, Mensah. 28. wieder Avaziem, der nicht rankommt. Mensah nochmal. Ja, nicht gut gemacht. Aber egal, wir haben den Ball. Wir sind in deren Hälfte. Solange wir den Ball haben, können die kein Tor schießen. Wieder 3 Euro ins Phrasenschwein. Und Kahl, De Cut. Der kann doch auch gut schießen. De Cut. Ja, der senkt sich komisch. Und leider im falschen Moment. Es ist ein super Spiel. Ganz anders als gegen Heidenheim. Eine ganz andere Intensität. Und natürlich auch ein ganz anderer Gegner, der bislang noch nicht so im Spiel drin ist. Deswegen ist es umso wichtiger, hier gleich das 2. Tor zu machen, um den in der ersten Halbzeit schon den Stecker zu ziehen. Und wir arbeiten dran. Mensah. Kommt nicht vorbei. Von der Hitz kriegt den aber nochmal. Und Rice mit Mensah. De Cut, Rice. Ja, gut, dass der auch von der Hitz kommt, sonst wäre es nämlich abseits gewesen.
Aber auch hier alle arbeiten mit nach vorne, mit nach hinten. Pfeiffer sehr, sehr stark. Die wissen alle, um was es geht. Wir sind nicht mehr weit vom Champions League Finale entfernt. Gegner wäre dann der FC Barcelona. Von der Hitz. Ja, leider knapp im Abseits. Schade. Habe ich mir schon gedacht, als er oben verzögert hat, dass der Ball dann zu schnell wieder gespielt wurde. Die Fans skandieren schon Sieg. Das ist mir ein bisschen zu früh, aber bislang haben wir Inter voll im Griff. Wir haben nichts entgegenzusetzen. Viele Ballverluste, viele einfache Fehler. Und jetzt aber, der Ball kommt im richtigen Moment von der Hitz. Hinter die Abwehr. Nein. Das war doch kein Abseits. Ich habe extra darauf geachtet. Wahrscheinlich die Fußspitze oder so. Die Kniescheibe. Ah, okay, der Oberkörper. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Schere. Aber es überrascht mich, ey. Das Inter, also bislang, Gott sei Dank. Ich kann jetzt nicht auf Holz klopfen, das bislang nicht gut macht. Aber wie gesagt, die brauchen nur ein Tor. Wenn die mit Schlusspfiff das 1:1 machen, dann ist das Gejammer groß. Dann sind die nämlich im Finale. Deswegen nochmal ein zweites Tor. Da kommen wir nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum, hier ein zweites Tor zu machen. Und möglichst defensiv weiter so gut zu stehen wie bislang die gesamte erste Halbzeit. Jetzt haben wir erstmal eine kurze Pause. Ging ja auch gut hin. Wenig her, aber gut hin. Die 1:0-Führung, die geht völlig in Ordnung, glaube ich. Gucken wir mal kurz auf die Sets. Ja, also bitte, 4 Schüsse für uns, 0 für Inter. 60% Ballbesitz. 5 Zweikämpfe, ja. Also sie haben ja angekündigt, dass in FC 27 das auch ein bisschen verändert wird, dass wirklich mehr Physis auch mit reinkommt ins Spiel, dass sie auch öfter mal grätschen und mal härtere Zweikämpfe führen, dass mehr Freistöße entstehen und so weiter. Auch mal der ein oder andere Elfmeter, weil, seien wir mal ganz ehrlich, wie viele Freistöße, wie viele Elfmeter, wie viel Platzverweise hatten wir jetzt hier in den kompletten 3 Saisons mit Duisburg? Oder 4 Saisons, weiß nicht, ist es die 4. Saison? Ist, glaube ich, die 4. Saison mit Duisburg. Vielleicht, wenn es hochkommt, 5 bis 6. Also ich kann mich nicht an viele Elfmeter erinnern und an viele Freistöße, die wir hatten. Und je nach Gegner, ne, wird es mehr physisch und auch mal weniger physisch. Aber es sollen auf jeden Fall mehr Zweikämpfe geführt werden. Von der lieben KI, da sind wir sehr gespannt. Der Cut. Jetzt wieder der Fokus hier auf die zweite Halbzeit. Inter lässt vorne Esposito und Boniface. Bei uns kommt Mensah. Trickst ein, aus und Rice abgeblockt. Und von der Hitz. Mit ein bisschen Glück kriegt die Chance und er nutzt diese. Kurz nach der Pause von der Hitz. Die Tür ist ganz weit auf. Ins Champions League Finale. Der Abschluss von Rice wird abgeblockt und dann haben wir das Spielglück hier, dass der Ball genau bei uns landet. Und Justin von der Hitz bleibt ganz cool. Auch der natürlich in den Winkel. Wie gefühlt 7 von 10 Schüssen. Oben in den Knick. Nichts zu halten für den Keeper. Und jetzt ist Inter wirklich gefragt. Jetzt brauchen sie schon ein Tor für die Verlängerung. Also der Schwung aus der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim, den haben wir mitgenommen. Bislang ins ganze Spiel gegen Inter. Und wir führen bislang 2:0. Nicht unverdient. Mensah, sehr schön gemacht. Ball geklärt und es läuft wirklich sehr, sehr gut. Das jetzt nochmal eine halbe Stunde, dann gegen die Bayern und dann haben wir 1,5 Titel. Mensah, Karl, schade, läuft durch, kriegt den Ball fast. Aber dann ist doch noch ein Interspieler dazwischen. Auch Boniface, der war ja im Hinspiel richtig, richtig stark. Der ist uns auch ganz dezent auf den Sack gegangen. Der ist bis heute blass. Genauso wie Juri Thielemann, der war auch im Hinspiel stärker. Dem würde übrigens auch das Duisburg-Trikot gut zu Gesichte stehen. Und wir spielen hier im Dreieck. Inter schwindelig. Ja, schade, der Ball bisschen zu optimistisch, aber es ist okay. Darf auch mal eine Grätsche rein. Aber Gott sei Dank hat er nicht getroffen. Esposito kommt. Achtung, Avasir verpasst da den richtigen Moment. Aber gibt's Ecke? Ja, gibt die Ecke.
Die wird kurz gespielt, natürlich. Reed bringt diese. Achtung, und der Kopfball, aber Braune. Völlig ohne Not. Der hat bislang einen entspannten Abend. Also der hat nichts zu tun, weil wir das auch gut machen. Weil wir das Spiel weitestgehend weghalten von unserem eigenen Tor in Inter. Die haben auch Probleme, hier in die Zweikämpfe reinzukommen, genauso wie wir phasenweise. Achtung, Pfeiffer, sehr, sehr gut. Also Inter wirkt, ja, weiß ich nicht. Hilflos, machtlos, ahnungslos, wie sie hier gegen uns agieren sollen. 5-3-2 ist jetzt vielleicht auch nicht die Formation, wenn du noch ein Tor schießen musst. Aber es kommt uns entgegen. Wir sind 15 Minuten vom Finale entfernt. Und mit dem dritten Tor, da können wir vielleicht das Spiel jetzt komplett zumachen. Mensah aus der Drehung. Eckball ist okay, wieder ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Diaz kommt für Esposito, wir müssen eigentlich auch wechseln. Ich hätte eigentlich auch hier mit einer halben B11 spielen müssen. Aber dadurch, dass wir jetzt 2 Punkte Vorsprung haben und nicht unbedingt gewinnen müssen gegen die Bayern, das wäre schön. Dann wären wir nämlich Meister, dann würden wir uns die ganze Spannung am letzten Spieltag sparen. Aber wenn wir halt verlieren gegen die Bayern, haben wir es halt nicht in der eigenen Hand. Ne? Deswegen zumindest nicht verlieren. Und im besten Fall gewinnen, dann haben wir nämlich die Meisterschaft für uns entschieden in dieser Saison. Rice, Droh, bringt den Ball nochmal, aber Martin ist im Tor. Ohne Probleme, 12 Minuten mit Nachspielzeit. Die Zeit wird immer weniger und ihr seht die Fehler von Inter, also ja, ein Glück haben die heute vielleicht mal ihr schlechtestes Spiel der Saison erwischt. Einen ganz schlechten Abend. Und wir spielen das wirklich, ja, im Stile einer Spitzenmannschaft. Ich möchte es fast schon sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft. Ganz entspannt runter. Ja, das wäre abseits gewesen von Sarko. Aber noch hat Inter 9 Minuten. Die sind noch nicht raus. Den reicht ein Tor zur Verlängerung. Deswegen voller Fokus jetzt hier nochmal. Avazir, Achtung, Boniface. Und da ist Barella. Juri Thielemann, nicht viel gesehen, aber kriegen wir gut verteidigt. Und der Ball ist bei uns, der Ball ist in unseren Reihen. Droh. Cobain wird Kutschera schicken. Kutschera gegen Bisek, nimmt jetzt schon mal ein bisschen Zeit von der Uhr. Wir müssen den Ball jetzt einfach nur noch laufen lassen. Wir dürfen Inter jetzt nicht mehr an den Ball kommen lassen, dann ist es geschafft. Dann sind wir im Champions League Finale. Oder wir machen jetzt das dritte. Dann ist es auch entschieden. So hat Inter immer noch eine Chance. Boniface, Barella, Achtung, hinten dicht halten. 1 Minute ist es auch nur. Inter darf nicht nach vorne kommen. Thielemann, und das sollte es gewesen sein. Und es ist eingetreten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Finale. Champions League Finale mit dem MSV Duisburg. Wir setzen uns im Rückspiel gegen Inter durch. Auch verdient. Also über das ganze Spiel gesehen. Druckvoll. Nichts zugelassen. Vorne hätten wir vielleicht noch ein drittes machen müssen. Aber jetzt wartet im Champions League Finale der FC Barcelona. Und jetzt wartet im nächsten Bundesligaspiel die Entscheidung, vielleicht, um die Meisterschaft gegen die Bayern. Das wäre ja wirklich ein perfekter Abschluss für unsere Saison. Also ich muss wirklich sagen, der MSV Duisburg, diese gesamte Karriere, wir sind ja jetzt in der 4. Saison mittlerweile, hat wirklich Spaß gemacht. Also auch der MSV in FC 27 ist, glaube ich, auch eine Empfehlung von mir an euch, wenn ihr irgendeine Mannschaft sucht, mit der ihr so eine Road to Glory auch starten wollt. Eine Mannschaft, die auch schon gutes Entwicklungspotenzial hat, die man auch noch verbessern kann. Wie gesagt, dann empfehle ich euch wirklich den MSV Duisburg. Aber jetzt kommt das erste Finale gegen die Bayern. Wir gehen mit 2 Punkten Vorsprung rein. Mal gucken, wie die Bayern gespielt haben. Die letzten 5 Spiele nicht verloren. 3 Siege. Wenn sie jetzt verlieren, dann sind wir Meister. Aber die haben natürlich auch eine Mannschaft. Alleine das Mittelfeld. Musiala, Pavlovic, Kimmich, dann Dienhuisen, Araujo, Rechtsverteidiger, Kerkes auf links. Okay. Gut, Harry Kane wird, glaube ich, nicht auf der Bank sein. Amendo Sieb haben die bei sich. Krattenmacher, okay. Ito. Gut, ist eine Truppe, klar, die kannst du schlagen. Uns kannst du auch schlagen. Aber wir wollen den letzten Step gehen, gemeinsam. Wir gucken nochmal drauf auf die Ausgangslage. 2 Punkte Vorsprung, wir haben das bessere Torverhältnis. Bei einem Remis ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Bei einem Sieg sind wir Meister.
bei einem Sieg für die Bayern. Klar sind die Bayern natürlich Meister, da müssen wir gucken, gegen wen die am letzten Spieltag spielen. Unten haben wir natürlich, klar, Bochum stand schon als Absteiger Wochen vorher fest. Aber dann haben wir Darmstadt, Heidenheim, Union und Düsseldorf. Die 4 Mannschaften streiten sich um die Relegation und um den Klassenerhalt. Wie sieht es in der zweiten Liga aus? Da haben wir Freiburg, ja, ganz klar, die wieder hochkommen. Und dann, ja, entweder Hamburg, Kiel oder der SFC Köln direkt. Die haben nur noch einen Spieltag. Also, verspielt der HSV am letzten Spieltag. Wer ist hier abgestiegen? Bielefeld, Elversberg und Saarbrücken machen den Relegationsplatz unter sich aus. Elversberg, weißt du, in echt aufgestiegen hier unten. Naja, wir sind ja schon ein paar Saisons weiter. So, hier steigt der KSC auf und Münster. Und Relegation entweder Essen oder Ulm. Aber das gehen wir dann am letzten Spieltag, wenn dann das Champions League Finale rum ist, gehen wir dann alles nochmal durch, gucken nochmal in die anderen Ligen rein, so wie wir das die letzten Jahre natürlich auch gemacht haben. So, jetzt gucken wir erstmal hier drauf, die Paarungen. Gegen wen spielen die Bayern am letzten Spieltag? Die Bayern spielen gegen Frankfurt zu Hause am letzten Spieltag. Wir haben es dann mit Wolfsburg zu tun, also sollten die Bayern tatsächlich gewinnen, müssen wir auf Frankfurt hoffen und ja, auf uns. Also, werden wir Meister, ja oder nein? Das ist die Frage, die im nächsten Part beantwortet wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, ich würde mich sehr, sehr freuen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Spiel.